Leute, willkommen wieder bei einem neuen Video. Heute mal wieder mit einem Video über den RX8. Und zwar werde ich heute den RX8 soweit TÜV-ready bekommen, dass ich den im Prinzip in den nächsten Tagen endlich mal zum TÜV schaffen kann. Der ist jetzt an sich soweit fertig. Der ist jetzt einmal geschweißt hinten, also die Schwelle und sowas. Das ist jetzt alles geschweißt. Was ich jetzt noch machen muss, oder was ich jetzt in diesem Video mache, ist einmal, dass ich hinten die Schweller, die müssen jetzt noch lackiert werden und die müssen nochmal verspachtelt werden und sowas. Weil durch das Schweißen und sowas sind da jetzt Unebenheiten. Und da muss ich jetzt noch das hinten einmal erst spachteln und dann komplett einmal lackieren. Genauso wie hinten die Radläufe, die werde ich einmal erst abschleifen bzw. vorbereiten und dann werde ich die einmal mit Unterbodenschutz einmal komplett einstreichen oder einlackieren. Und dann werde ich nochmal gucken, was ich noch machen muss, um den Wagen TÜV-ready zu bekommen. Ich werde jetzt erstmal anfangen, den Wagen aufzubocken und dann zeige ich gleich mal, was alles geschweißt wurde und wie das alles und wo das alles geschweißt wurde und was ich zum Lackieren benutze und sowas, zeige ich euch gleich. Aber ich werde jetzt erstmal den Wagen aufbocken. Manche, die mir auf Instagram folgen, haben es ja schon gesehen, dass ich dort vorne ein relativ riesen Loch hatte, wo das einfach komplett durchgerottet war, genauso wie hier vorne. Und die Schweller von unten sahen noch einigermaßen gut aus. Das war aber auch nur von unten, also wenn man so unter das Auto geguckt hat, wenn man von innen die Schweller angeguckt hat, waren die komplett durch. Wie gesagt, von außen konnte man es nicht sehen, weil halt Lack drüber war und so. Aber ja, war halt komplett verrostet. Wie man hier sehen kann, ist das hier einmal komplett ein Blech eingesetzt worden, genauso wie hier oben, was man jetzt sehen kann. Wir können auch schon sehen, ich habe hier schon mal versucht zu lackieren. Das hat nicht so wirklich geklappt. Ja, um das Ganze vernünftig zu machen, habe ich mir von Tristar Color so ein paar Sprühdosen bestellt. Und zwar ist das hier einmal so ein 3-in-1 Grundierfüller. Das ist einmal Rostschutzfüller, also Füller, den man danach schleifen kann, damit das relativ schön aussieht und man nicht irgendwo so kleine Schleifspuren hat. Dann ist das hier einmal der Grundlack, sprich der kommt unterm Hauptlack, um das Ganze schon mal vorzubereiten für den Hauptlack, also halt von der Farbe her und sowas. Dann ist das hier der Grundlack, also der Hauptlack, meine Güte. Und das hier ist dann einmal Klarlack. Ja, zum Spachtel benutze ich einfach, ich glaube von Nigrin oder sowas, benutze ich dann einen Spachtel. Den schmeiße ich erst drauf, schleife das alles ab, hau den drauf, schleife das nochmal mit irgendwie, ich glaube 2000 Grit Schleifpapier und dann haue ich die ganzen Farben drauf. Gucken, wie es jetzt am Ende aussieht. Ich werde jetzt erstmal anfangen, das Ganze zu spachteln. Ich denke mal, das werde ich in einem Zeitraffer machen, sprich spachteln und dann die ganzen Sachen draufhauen. Und dann seht ihr gleich das Endergebnis. Gucken, ob ich das vernünftig hinkriege. Ja, gut. Das mache ich jetzt erstmal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es sind jetzt ein paar Tage später. Ich habe jetzt alle Schichten drauf. Ich habe von jedem jetzt 3 Schichten gemacht. Ich habe es mir jetzt auch noch nicht angeguckt, wie es aussieht im Endeffekt. Das möchte ich jetzt gleich mit euch zusammen tun. Ich will hoffen, es sieht gut aus. Und ich will hoffen, ich muss da nicht nochmal hingehen und das Ganze professionell machen lassen. Aber ich werde es jetzt erstmal für die erste kurze Zeit, wenn es wirklich schlecht aussieht, werde ich es trotzdem erstmal so lassen. Und dann, bis das Auto komplett TÜV hat und so, so lackieren lassen. Ja, ich werde das jetzt mal abziehen. Und mal gucken, wie es im Endeffekt aussieht. Ja gut. Ja, es geht, um ganz ehrlich zu sein. Ich kann mal mit Tier das abmachen. Ja, okay, es geht wirklich. Hier sieht man noch ein bisschen, also hier ist der neue Lack. Hier ist noch so ein bisschen Klarlack, der sich halt so darunter verteilt hat und so, halt so drunter gegangen ist. Und hier ist der neue Lack. Es sieht gar nicht mal so schlecht aus, um ganz ehrlich zu sein. So, mal so. Ich weiß gar nicht, ich glaube, andere Seite sieht man das ein bisschen besser. Ich gehe auch mal an die andere Seite hin. Okay, hier hätte ich vielleicht, oh, na gut, voll auf den Boden gefilmt. Hier hätte ich vielleicht hingehen können, das anders abkleben können. Das war ein bisschen dumm. Aber ansonsten, es geht sogar. Hier haben wir jetzt halt noch den Klarlack drüber.
der sich so rüber verteilt hat. Aber ich glaube, wenn ich jetzt hier hingehe, muss ich gleich sowieso nochmal schleifen, mit Nassschleifpapier, das hier alles so einfaden lassen. Ich glaube, dann könnte das an sich echt gut aussehen. Ich werde jetzt mal eben den ganzen EX8 hier wieder auspacken. Dann fange ich auch direkt gleich an zu schleifen und dann werde ich euch mal das Endergebnis zeigen. Gucken, ob es gut geworden ist. Was für ein Schleifpapier ich jetzt benutze, ist natürlich wieder dieses Nassschleifpapier. Und ja, ich werde das Ganze mal eben hier auspacken und dann sehe ich euch gleich wieder. Ich habe jetzt mal die Folie entfernt und wie ihr auch gerade gesehen habt, habe ich schon das Ganze poliert und abgeschliffen und sowas. Hier sieht das nicht allzu gut aus. Auf jeden Fall, da muss ich auf jeden Fall nochmal zum Lackierer hin. Aber ich wollte das Ding jetzt erstmal vernünftig für einen TÜV fertig haben. Und ja, ich wollte ihn jetzt nicht so hier unten so nicht lackiert und sowas, wollte ich den jetzt nicht zum TÜV bringen. Deswegen, das habe ich jetzt erstmal so lackiert. Das wird jetzt auch höchstwahrscheinlich erstmal ein bisschen so bleiben, auch wenn der TÜV hat. Weil ich wirklich das Auto endlich mal fahren möchte, weil ich bin den jetzt seit gut über 2 Jahren nicht mehr gefahren. Deswegen, das habe ich jetzt erstmal so gemacht. Ich werde jetzt hingehen, also andere Seite sieht das genauso aus, da habe ich jetzt ab hier ist so ein Streifen, der geht dann auch wieder so matt runter. Das lasse ich jetzt aber erstmal so. Als nächstes mache ich jetzt beim Rathaus weiter. Und zwar werde ich dort jetzt das Ganze auch mit Unterbodenschutz versehen, damit mir das erstens hier nicht wieder weggammelt, genauso wenig wie hier hinten. Hier ist schon so ein kleiner Schutz drauf, aber das will ich nochmal eben vernünftig einpinseln. Genauso wie hier vorne, das werde ich alles einmal einpinseln, beziehungsweise versehen mit Unterbodenschutz. Da habe ich jetzt von Liquimoli Unterbodenschutz gekauft, ist ein Bitumen-Unterbodenschutz. Das werde ich einmal hier drunter versehen und ich werde nochmal von der Werkstatt, werde ich das nochmal komplett unterm Unterboden machen. So Leute, kurzer Einwand hier. Ich will jetzt nicht das Liquimoli Unterbodenschutz nehmen, weil ich jetzt in Foren gelesen habe, dass man die Radkästen nicht unbedingt mit dem Zeug hier einpinseln oder halt einsprühen soll, weil das halt irgendwie rissig werden kann und sowas. Und da habe ich jetzt in Foren gelesen und auf die Empfehlung von einem Bekannten zurückgegriffen. Und zwar werde ich jetzt auch von Tristacolor den Unterbodenschutz benutzen, weil das hier eine Kautschukbasis hat. Und deswegen werde ich das hier jetzt mal benutzen. Das hier werde ich trotzdem noch benutzen beim EX7 für den kompletten Unterbodenschutz. Nur das hier werde ich jetzt, weil hier halt auch Steine und sowas gegenfliegen, werde ich jetzt das Kautschuk benutzen, weil ich werde hier jetzt keine Rathausschale mehr fahren. Und wie ihr auch seht, das Ganze ist einmal weiß lackiert. Da habe ich einmal diese Grundierung genommen. Ich sage gleichzeitig auch einen Rostschutz. Das habe ich einmal damit komplett eingesprüht, damit ich eine solide Basis dafür habe. Ich werde das Ganze jetzt einpinseln, dann 24 Stunden warten und dann mal gucken, wie das Ergebnis ist. So, der Unterbodenschutz ist jetzt komplett runter, wie man hier einmal sehen kann. Ich habe ein paar Stellen vielleicht ein bisschen vernachlässigt, zum Beispiel da unten oder hier unten. Da muss ich dann nochmal rübergehen. Aber jetzt zum großen Teil ist das alles schön eingepinselt. Das lasse ich jetzt nochmal komplett Vollgas trocknen, also ein paar Tage und sowas. Was ich aber jetzt noch machen möchte, ist einmal das Fahrwerk ein bisschen runterschrauben, weil ich habe ihn ja so eingestellt, dass der jetzt die Höhe hat, was im TÜV-Formular drin steht, und das ist mir einfach zu hoch. Ich werde jetzt einstellen, dass ich halt 8 cm Bodenfreiheit habe überall und dann 7 cm Bodenfreiheit zu allen beweglichen Teilen oder halt alle Teile, die sich wieder in die Ursprungsform zurückbiegen. Ich glaube, so ist halt irgendwie die Form. Ich habe auch schon mal gemessen, der ist jetzt so, wie er jetzt hier steht, also nach TÜV-Gedöns, ist der jetzt 10 cm hoch, sprich ich kann noch 2 cm ein bisschen runter überall. Ich werde jetzt ein bisschen ausprobieren und dann werde ich euch gleich das Endergebnis zeigen, wie tief der denn jetzt so endgültig ist. Ich stelle euch jetzt dann irgendwo hin und mache das Ganze und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es sind jetzt ein paar Tage später. Ich habe den EX8 jetzt soweit fertig. Ich habe jetzt einmal den nochmal tiefer geschraubt, dann habe ich hinten nochmal beim Stabi die Koppelstange neu gemacht und ich habe die Kupplung einmal entlüftet. Das habe ich jetzt alles nicht gezeigt, weil das halt alles relativ uninteressant ist, weil, ja, entweder sieht man nur, wie ich das Auto runterschraube oder hinten so eine Koppelstange ändern, beziehungsweise tauschen oder vorne Kupplungen lüften, das jetzt alles nicht so wirklich interessant ist. Aber ich kann euch das Auto mal eben zeigen. Und zwar sieht er von der Tiefe jetzt ungefähr so aus. Die Felgen habt ihr schon mal gesehen, glaube ich. Weiß nicht, habe ich auf jeden Fall schon mal auf Instagram gezeigt. Das Auto ist jetzt ungefähr so tief. So ist es auch noch TÜV-fähig. Ich glaube, ich habe ungefähr, der tiefste Punkt ist hier hinten an einem Auspuffhänger oder Auspuffaufhänger. Weiß gar nicht genau, wie es heißt. Das ist der tiefste Punkt.
Und ansonsten bin ich überall mindestens einen Zentimeter drüber. Sprich, der könnte noch ein bisschen tiefer. Was ich jetzt aber auch machen werde, ist, ich werde die Felgen tauschen. Die Felgen finde ich an sich ganz geil. Nur ich muss ganz ehrlich sagen, was ich geiler finde, sind die Lexus-Felgen auf dem Auto. Ich kann mal ein Bild einblenden, weil ich habe die einfach mal aus Interesse getauscht und habe hier mal die Lexus-Felgen drauf gepackt und auf dem Lexus die Felgen. Weil die Felgen sehen eigentlich echt wohl ganz geil aus auf dem Lexus. Und die Lexus-Felgen finde ich, irgendwie sehen die ein bisschen sporty aus. Und ja, finde ich einfach geil auf dem hier. Ja, dann war es auch schon mit dem Video. Ich habe den EX8 jetzt soweit TÜV fertig. Ich werde jetzt in den nächsten Tagen oder Wochen, werde ich jetzt zum TÜV hinfahren. Mal gucken, ob der noch irgendwas zu beanstanden hat. Aber ich habe jetzt eigentlich überall nachgeguckt. Der sollte jetzt an sich gut sein. Was ich noch, glaube ich, machen muss, bevor ich zum TÜV fahre, ist die Abgasanlage, entweder die neue, die ich habe, einbauen. Oder eben die jetzt drunter ist, eben 1-2 Punkte schweißen, weil die hat so ein paar Löcher hinten drin. Ja, das werde ich nochmal gucken. Ja, ich habe auf jeden Fall eine Abgasanlage mal für den EX8 gekauft. Kurz bevor der Motor hochgegangen ist, kann ich jetzt endlich drunter bauen. Aber wie gesagt, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr euch einen Daumen hoch geben. Wenn nicht, gebt einen Daumen runter. Sagt aber warum. Weil nur so kann ich die Videos wirklich verbessern. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.